Puh. Ja, wo soll man anfangen? Der Gedanke von Border to Border war zu sehen und zu zeigen, dass man auch im Winter viel und intensiv Fahrrad fahren kann und auch da für sich ein bisschen was anderes rausholen kann. Im Grunde war der Gedanke so, Hey, warum macht man da noch etwas Saudummes und fahren im Winter durch ein ganzes Land? Hey. Also, ich habe von Anfang an gewusst, das ist einfach dumm. Oh, ist das hell. Oh. 5 Stunden Schlaf fühlt sich noch nicht gut an dafür. Das wird auf jeden Fall ein weiter Weg. Das ist einmal klar. das Motivationslevel so über die Tage gesehen, hat man natürlich schon gemerkt, am Anfang ist man natürlich mega aufgeregt und freut sich riesig. Und genau, wir mussten ja auch um 5 Uhr aufstehen, aber das war halt alles egal. Los geht's! Radeln! Unsere Route ging von West nach Ost einmal durch Österreich. Gestartet sind wir in Bregenz, also direkt am Bodensee. Das waren locker 25%. Das ist einfach nur. Sind dann durch den Bregenzer Wald. Alter, wie geil an hier. Das Besondere war eigentlich, dass wir eben über den Arlberg mussten. Und das ist natürlich im Winter, kann dann natürlich alles sein. Und natürlich war auch eine Frage, wie schaut es denn aus mit Autos? Wir fahren da jetzt 1000 Skifahrer hoch und wir als einzige Radfahrer. Also das waren alles so Fragen, die man halt im Vorfeld sich gestellt hat, aber natürlich erst dann bei der Tour gesehen hat. Ja, im Grunde vom Wetter waren wir echt ziemlich überrascht oder auch so ein bisschen erschreckt. Als wir die Tour geplant haben, sind wir davon ausgegangen, wirklich durch ein absolutes Winter Wonderland zu fahren. Eigentlich alles weiß, sehr, sehr kalt. Heuer war es aber wirklich so, dass wir Temperaturen gehabt haben, die jenseits von Gut und Böse waren. Ich habe 8 Jahre da gearbeitet, habe es noch nie so beschissen gesehen. Ja, es hat sich mehr so wie Frühling angefühlt. Wir verstecken beim Chef gerade, bei Ben gerade eine Flasche Bier in der Tasche, damit der so ein bisschen schwerer berghoch hat. Nochmal ein halbes Kilo mehr. Und dann können wir das oben saufen, weil der trinkt keinen Alkohol. Typischer erster Tag einfach. Es ist ein bisschen was am Zettel gestanden, 170 Kilometer, 3000 Höhenmeter. Man hat von vornherein gewusst, das ist ein langer Tag, wird anstrengend werden, aber das ist schon gegangen. Am ersten Tag war ich voll psyched und on fire. Habe aber auch da schon gemerkt, jo, das wird trotzdem auch eine ganz schön harte Nummer. Das tut auf jeden Fall ordentlich weh. Yes! Servus, Evi! So, jetzt einmal Feierabendbier, gell? Boah, da ist ein Bierli drin. Prost. Prost. Habt's euch verdient.
Sehr gut. Ja. Elektrolyte. Days over. Time to recover. Time for a shower. Am zweiten Tag, ja, Boah, meine Beine brennen mehr als sie sollten nach einem Tag viel Fahrradfahren. Da ging schon hart zur Sache. zweiten Tag habe ich einfach den ersten Tag schon ein bisschen gespielt, aber ich war trotzdem motiviert, weil ich mir dachte, das ist ein schöner Tag, warum nicht einfach Radl fahren? Regretting a lot of life decisions. Was hast du da? Fermentierte Sojabohnen mit Barbecue-Geschmack. Ist wie, eigentlich wie jetzt, wenn ich einen Burger beißen würde. Boah. Das sieht widerlich aus. Oh, schmeckt. Schmeckt widerlich. Schmeckt auch so. Ja, die Route war so geplant, dass wir viel auf kleinen Straßen unterwegs waren und aber auch viel auf Fahrradwegen oder so ausgeschilderten Fahrradrouten. Obwohl das Wetter eher aprilhaft war, haben wir trotzdem Lawinen überqueren müssen und haben eisige Straßen gehabt, wo an Fahren nicht zu denken war. Teils mussten wir auch, wenn wir mal dann im Wald waren, auch schieben, weil der Schnee zu weich war, weil es ja relativ warm war. Bisschen zähe Angelegenheit gerade. Normalerweise würde ich sagen, im Winter, ja, wenn es schneit, kannst du Fahrrad fahren, da kommt man schon durch. Aber wenn der Schnee halt schon länger liegt und eisig und matschig wird, dann wird es halt einfach irgendwann unfahrbar. Es gab schon viele Überraschungen, also da wusste man immer nicht, was nach einer Kurve kommt, die man schieben muss. Ankunft! Wir waren radeln, Jonas. Beine lügen nicht so. Heftig. Heftig. Ich habe am Abend schon gemerkt, ich bin komplett fertig. Ich bin in der Dusche gesessen und habe mir gedacht, fuck me, hey. Wie soll das morgen weitergehen? Ja, die dritte Nacht war einfach ein Scheiß. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe einfach eindeutige Zeichen von meinem Körper gekriegt, dass das gescheiter ist, dass ich nicht mehr weitermache. Ich hätte es gern durchgezogen. Von der Stimmung war es natürlich dann schon so, oh Mist, jetzt sind wir nur noch 2 Leute, jetzt hängt sozusagen an uns. Hey, richtig gut. Voll der tolle Trip, den wir hier machen. Komm, Abfahrt. Abfahrt. Also, see you later. Ja, Papa. Tag 3, der Anfang, fand ich wunderschön. Also, wir hatten einen grandiosen Sonnenaufgang an den Seen vorbei. Das ist einfach immer wieder wirklich eine brutal schöne Aussicht. Das war ein tolles Gefühl. Border to Border, the Winter Edition. Also, ich habe keine Mütze mehr an, kein Halstuch mehr an, keine Handschuhe mehr an. Ich habe nur noch ein langes Trikot an, was komplett offen ist. Und in meinen Winterschuhen schwitzt mir ein Ast. Also Österreich im Winter, ich glaube, das sah mal anders aus. Das hier ist Frühling und Sommer. Genau, am 3. Tag haben Ben und ich festgestellt, so wie es gerade läuft, funktioniert es nicht. Es sind ja nur noch wir beide unterwegs und wir sind beide unzufrieden. Für mich war es zu schnell, für Ben war es zu langsam
Und wir kommen aber gerade beide besser vorwärts, wenn jeder sein Ding fährt. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil es, glaube ich, sowohl Ben als auch mir in dem Moment wirklich geholfen hat, mit uns selber durch den Tag zu kommen. Das war dann schon hart und da haben wir dann auch gemerkt, dass Jonas und ich, dass wir so ein bisschen ein unterschiedliches Tempo beide fahren wollen. Aber dann hat man schon so gemerkt, ja, jetzt muss man langsam muss man mal nach Hause oder ans Ziel kommen. Bei so einer Tour hockt man natürlich super viel aufeinander. Das sind nicht nur die 10 Stunden, die man irgendwie zusammen auf dem Fahrrad sitzt. Das ist schon brutal intensiv, wie nah man seinen Freunden dabei kommt und so schön das auch irgendwie ist, dass man viel Zeit miteinander verbringt. Das kann auch tierisch nervig sein. Kann man dir irgendwas abnehmen, Ben, weil ich glaube, der Rest hier ist komplett fertig. Am 4. Tag war es dann wirklich so, was mache ich hier eigentlich? Jetzt wird es für mich das schlimmste Warm-up, was es geben kann. Schlauch auf Tubeless. Bei so ganz langen Tagen freue ich mich immer darauf, wenn frischer Input kommt. Also nicht nur, wenn die Landschaft sich verändert oder wenn es irgendwas Geiles zu essen gibt, sondern auch immer wieder, wenn man neue Gesichter sieht. Und man kriegt auch noch mal so ein bisschen einen Spiegel vorgehalten von dem, was man da eigentlich gerade macht und wie das eigentlich wahrgenommen wird. Und wenn man so auf dem Fahrrad sitzt und sich so denkt, das ist einfach komplett idiotisch, was wir hier gerade machen, was soll das? Und dann kommt jemand dazu und sagt dir, ey, ich finde es total geil, dass ihr hier quer durch Österreich fahrt im Winter, das macht sonst keiner. Und man dann so merkt, ja krass, stimmt, und das war eigentlich auch die Idee. Stick to the plan, we do it. Wir fahren 200 Kilometer lang an einem beschissenen Fluss geradeaus. Das klingt nicht abwechslungsreich und so war der 4. Tag dann auch für mich. Umso glücklicher war ich dann, als wir wirklich in Bratislava angekommen sind und als wir über die Grenze gefahren sind, so, wir sind endlich da. Also Erleichterung war da das Gefühl, was am Ende überwogen hat. Bratislava. Why? Just why? Ja. Das ist die Frage. Auf der anderen Seite der österreichischen Grenze sind wir jetzt wieder. Körperlich ist okay, aber ich will gerade auch einfach nicht mehr weiterfahren. Wir sind heute nur geradeaus gefahren. Ja. Also ich habe heute definitiv einiges an Gehirnzellen verloren. Geil, wir haben uns vorgenommen, einmal quer durch Österreich zu fahren und wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Anders als wir es erwartet haben, was das Wetter angeht, was die Bedingungen und die Szenerie angeht, aber es ist trotzdem eine krasse Nummer im Winter bei solchen Temperaturen jeden Tag um die 10 Stunden auf dem Fahrrad zu sitzen und das für sich körperlich und mental geschafft zu haben, da war ich dann wirklich schon irgendwann sehr, 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 sehr froh und glücklich drüber.